Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Der Fehler E15 bei Bosch, Siemens, Neff und Constructa Geschirrspülern ist ja schon relativ bekannt. Der bedeutet Wasser in der Bodenwanne. Natürlich hilft es nicht nur, dieses Wasser zu entfernen, sondern man muss schauen, wo es herkommt. Dazu schaut ihr euch am besten mal euren Pumpensumpf an. Oftmals verzieht der sich, allerdings erst bei hohen Temperaturen, und dies führt an dieser Stelle zu einem Wasseraustritt. Dies ist ein relativ bekanntes Problem bei einigen Geschirrspülern und dafür gibt es auch Abhilfe. Hier seht ihr den Geschirrspüler von innen und zwischen diesem Plastepumpensumpf und diesem Edelstahlgehäuse wird einfach eine weitere Silikondichtung eingelegt. Damit ist das Problem beseitigt. Dazu müsst ihr den Sprüharm entfernen und diese 4 Schrauben, die dort sitzen. Die schraubt ihr einfach komplett raus. Die könnt ihr wegtun, die werden auch ersetzt. Denn auch dafür gibt es einen Umbausatz, weil das Problem vom Hersteller erkannt wurde. Bei neueren Geräten sollte das nicht mehr auftreten. Um besser heranzukommen, hebt ihr natürlich diesen oberen Sprüharm ab. Das geht manchmal ein bisschen schwierig. Dann nehmt einfach noch den oberen Korb mit raus. Den könnt ihr einfach entfernen. Und den Wasserverteiler am hinteren Ende einfach ausrasten. Bei der Gelegenheit natürlich vielleicht auch gleich noch mit sauber machen, da sammelt sich auch immer ein bisschen was ab. Danach müsst ihr an dieser rechten Plastenase mit dem Cuttermesser am besten diesen kleinen Rand wegschneiden. Sieht man hier gerade nicht so gut in dem Video, aber leider hatte ich nur eine Hand frei, weil ich mit der anderen Hand gefilmt habe. Da macht sich das immer ein bisschen schwierig. So, und hier haben wir den Umbausatz. Der kommt auch nochmal komplett mit Beschreibung. Dazu sind 4 neue Schrauben. Wie gesagt, hier liegt die Beschreibung bei, was man an Werkzeug benötigt und auch nochmal, wie es funktioniert und was alles dabei ist. Und das hier ist die neue Silikondichtung. Dieses kleine Fädelwerkzeug ist dabei. Ich mache es immer so, dass ich erst die geschlossene Seite durchführe, soweit bis die kürzere Seite wieder rausschaut. So, dann schaut sie raus. Dann kann man da diese Silikondichtung dazwischen fädeln. Achtet bitte darauf, dieser Edelstahlrand ist relativ scharfkantig, dass ihr euch dort die Finger nicht blutig schneidet. Das ist selbst mir ab und zu mal passiert. Dann einfach wieder durchfädeln. Das braucht manchmal 1-2 Versuche und schon könnt ihr die Dichtung dort relativ einfach drüber ziehen. So, das Werkzeug kann weg. Dichtung über diese Verschraubung legen und vorsichtig straff ziehen, dass sie nach unten rutscht. Wie gesagt, achtet dabei ein bisschen auf eure Finger, dass ihr euch nicht schneidet. Das gibt immer scharfe Schnittwunden wie bei einem Blatt Papier, blutet extrem stark, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Wenn es schwierig geht, könnt ihr diesen Plastepumpentopf ein wenig nach unten drücken, das ist auch kein Problem. So, und schon ist die Dichtung durch. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche Prozedere. Nehmt dazu wieder dieses Werkzeug, schiebt es durch, bis eine Seite rausguckt, Silikondichtung einlegen und wieder durchfädeln. Das ist schon ein bisschen gebogen, das macht sich eigentlich relativ gut mit diesem Werkzeug. Sinnvoll ist es auch, diese Schmutzreste, die dort vielleicht noch dazwischen hängen, etwas zu entfernen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass diese Dichtung auch wirklich anständig abdichtet. So, achten, dass sie richtig sitzt und dann vorsichtig straff ziehen den ganzen Spaß. Danach schiebt ihr die Dichtung einfach
nach unten. Dort ist schon eine vorgesehene Rille und sie passt sich automatisch an. Die Dichtung muss komplett verschwinden, dass ihr sie nicht mehr seht. Wenn das passiert ist, nehmt ihr die neuen Schrauben, die dazu geliefert wurden, und schraubt den Pumpentopf wieder fest. Ich mache das ganz gerne über Kreuz. Aber wenn ihr die Schrauben nacheinander festdreht, ist das auch nicht weiter schlimm. Und dann einfach wieder alles zusammenbauen, wie es vorher war. Und hinterher natürlich eine Kontrolle, ob wirklich alles passt. Meine E-Mail-Adresse, viele Fehlercodes und weitere Reparaturlösungen findet ihr auf meiner Homepage der-servicetechniker.online.